Das hinter mir ist die finnisch-russische Grenze. Seit Ende 2023 ist sie geschlossen. Die Auswirkungen der Sanktionen und der Grenzschließung zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran, nach dem Intro sehen wir uns hoffentlich. Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal möchte ich euch mal zeigen, was die Schließung der Grenze von Finnland nach Russland an Auswirkungen hat. Ich stehe hier weit vor dem Übergang, denn 500 Meter vorher ist schon alles abgesperrt. Man kommt gar nicht an die Passhäuschen, die man so kennt. Die Straße hier war früher sehr belebt. 2 Spuren führten zur Grenze und eine wieder weg. Es gab dort hinten Supermärkte, die mittlerweile leer stehen. In der Stadt steht alles leer. Es hat sich so viel zum Negativen nur verändert. Die Grenze wurde geschlossen, weil die Russen angeblich ihre Migranten nach Finnland geschickt haben. So wurde es uns erzählt. Aber wartet mal ab, ich werde nachher noch auf ein paar Sachen kommen. Und dann müsst ihr mal selber nachdenken, warum die Grenzschließung wirklich war. Seit den ersten Sanktionen 2014 blieben die ersten russischen Touristen weg. Jetzt sind natürlich gar keine mehr da. Es gibt immer noch Russen, die hier in Finnland leben, die darauf warten, wieder in ihre Heimat zu können. Ebenso sind Finnen in Russland, die auch wieder nach Hause möchten. Russen, die wieder nach Hause sind in ihrer Heimat, haben hier alles stehen und liegen lassen. Häuser verfallen, keiner kümmert sich mehr drum. Sie sind noch eingerichtet, aber sie können nicht mehr hierhin. Die ganze Region ist zum Erliegen gekommen. Imatra hat eine Arbeitslosenquote von ca. 18% mittlerweile. Viele Firmen haben geschlossen. Viele Restaurants existieren nicht mehr. Die Cities sind leer. Hotels pleite gegangen, verfallen, stehen zum Verkauf. All das werdet ihr in diesem Video sehen. Also bleibt dran. Ich werde euch das in diesem Video mal zeigen, wie das alles so aussieht. Die ganze Grenzregion bis hoch in den Norden, ca. 1300 Kilometer. Dort hat die ganze Grenzregion unter diesen Dingen zu leiden. Die Schließung und die Sanktionen der EU, die natürlich den Russen keine Nachteile bringen. Denn dort steigt die Wirtschaft um 4,3%, während es in der ganzen EU den Bach runtergeht. Dort hinten, hinter der Kurve, sind die Grenzhäuschen. Ab dem Lichtmast dort vorne darf man nicht mehr filmen und fotografieren. Ich habe hier bis jetzt kein Schild gesehen. Hinter mir ist eine Kamera, da vorne sind 2 Kameras. Es wird hier alles Kamera überwacht. Und ihr könnt mir glauben, man hat mich schon im Auge. Links neben meinem Auto ist eine Kamera angebracht, eine Wildkamera. Diese Wildkameras, die gibt es hier überall. Und so werde ich die ganze Zeit beobachtet. Wer heute zum Grenzübergang nach Svetogorsk fährt, merkt schnell, dass sich hier an der Grenze etwas Grundlegendes verändert hat. Wir sind hier auf der Pietarintie, der Straße, die direkt zur finnisch-russischen Grenze führt. Noch vor einigen Jahren war diese Straße ein Knotenpunkt.
Tausende russische Touristen kamen hierher, um einzukaufen. Seht selbst aus der Vogelperspektive. Hier stehen nicht ein, nicht zwei, sondern gleich 3 große Supermärkte nebeneinander. Und alle 3 sind geschlossen. Diese Märkte lebten fast ausschließlich von den Kunden aus Russland. Mit der Schließung der Grenze und den Sanktionen ist ihr gesamtes Geschäftsmodell von heute auf morgen weggebrochen. Die Schaufenster sind leer, die Parkplätze verlassen. Überall hängen jetzt Schilder zu vermieten oder zu verkaufen. Sie sind ein stilles, aber sehr deutliches Zeugnis dafür, wie hart die Grenzschließung die lokale Wirtschaft hier im Saimaa Seengebiet getroffen hat. Das ist das neue Gesicht der Grenze in Finnland. Jetzt sitze ich hier in der City von Imatra. Früher sehr belebt und heute ziemlich leer, wie ihr sehen könnt. Gegenüber ist die Brücke, wo man abends die Stromschnellen beim Öffnen beobachten kann. Ab und zu sind ein paar Touristen da, aber ich habe es auch schon gesehen, dass es relativ leer war. Es ist traurig hier, was in dieser Stadt vorgegangen ist, was in vielen Grenzstädten passiert ist, dass die ganzen Läden pleite gehen, Restaurants fallen weg. Viele dieser Restaurants, die noch überlebt haben, die haben nur noch Mittagstisch, denn abends ist hier gähnende Leere. Man spürt diesen Bruch nicht nur an der Grenze. Er hat sich tief in das Herz dieser Stadt gefressen. Schaut euch an, wie das aussieht hier. Eine wundervolle Stadt war Imatra. Sie ist es immer noch, aber es fehlt etwas. Die meisten Geschäfte hatten sich auf russische Kundschaft spezialisiert. Wir leben nun mal hier in einer Grenzregion und jede Grenzregion in ganz Europa hat ihre Eigenschaften. Andere Landesnachbarn, die über die Grenze kommen zum Einkaufen, zum Essen und einfach nur zum Spaß haben. Es ist lange her, dass diese Straßen hier sehr belebt waren. Heute sind sie leer und alles wirkt fast schon surreal. Hier am Einkaufszentrum Prisma finden wir ein weiteres Symbol für den fehlenden Tourismus. Hinter mir sind die Busparkplätze und normalerweise stehen die immer voll von Bussen mit Touristen aus Russland. Und jetzt ist hier soweit alles leer. Jetzt stehe ich hier am alten Grenzübergang zwischen Finnland und Russland. Gerade kam schon der Grenzschutz und hat mir nochmal erklärt, dass ich diesen Bereich hinter mir nicht mehr betreten darf. Sonst gibt es nämlich schwer Ärger. So wie ihn im Mai 3 Deutsche bekommen haben. Die haben nämlich gemeint, die könnten da noch ein Stückchen weiterfahren mit ihrem Wohnmobil. Das Schild hinter mir steht nicht umsonst da. Wer dahinter rumläuft, der macht sich sehr strafbar. Sie wurden verhaftet vom Grenzschutz. Und sie bekamen 14 Tagessätze à 100 Euro aufgebrummt. Also 1400 Euro. Das war mal ein teurer Urlaub, kann man nur sagen. Und letzte Woche oder vor 2 Wochen war es, ist hier jemand über die Grenze gegangen nach Russland. Hier vorne rechts seht ihr den finnischen Grenzübergang, Passkontrolle, alles. Und dort hinten ist Russland. Wo dieser Turm steht, dieser Funkturm, das ist schon Svetogorsk. Die Grenze ist nicht nur geschlossen, man hat auch einen Zaun gebaut, der 200 Kilometer lang ist. Kamera überwacht, mit Stacheldraht, mit allem drum und dran. Was mich allerdings wundert, man erzählt uns großartig, dass das Ganze gegen die Migranten ist, die man angeblich von Russland nach hier schicken wollte. Aber Finnland hat vor kurzem das Ottawa-Abkommen aufgekündigt. Jeder, der das Abkommen unterschrieben hat, hat sich bereit erklärt, keine Personenminen mehr einzusetzen. Und jetzt will Finnland
im nächsten Jahr Personenminen an der Grenze entlang aussehen. Das sind sehr kleine Minen, nicht zu vergleichen mit Panzerminen, wie ihr sie aus Filmen kennt. Die haben ungefähr diese Größe. Jahrelang haben Menschen dagegen gekämpft, viele Prominente, dass man in Afrika in den Kriegen nichts mehr einsetzt. Und jetzt macht man das in Europa, in Polen und in den baltischen Ländern. Denkt mal drüber nach, warum die Grenzen geschlossen sind. Hier haben wir noch einen Zeugen der kaputten Wirtschaft in Imatra und Finnland. Das Hotel Vuoksenhovi. 1985 wurde es in Betrieb genommen und hier waren die Russen immer gern gesehene Gäste. Als die Sanktionen von der EU verhängt wurden 2014, blieben die Touristen schlagartig weg. 2015 konnte dieses Hotel zumachen und ihr seht selber, wie es mittlerweile aussieht. Die Lichter sind aus, die Türen zu und viele Menschen wurden arbeitslos. Das war mal ein kolossales Bauwerk, ein sehr bekanntes Hotel, das an eine gute Zeit erinnerte. Jetzt ist es nur noch eine Ruine. Ich fahre jetzt durch Vuoksenniska, einem traditionsreichen Stadtteil von Imatra, nur einen Steinwurf entfernt von der finnisch-russischen Grenze. Auf den ersten Blick wirkt es ruhig, fast still. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Sie erzählt die Geschichte eines tiefgreifenden Wandels, der diesen Ort erfasst hat. Viele Gebäude stehen leer, Schilder mit zu vermieten hängen in den Fenstern wie stumme Zeugen einer vergangenen Zeit. Die einst lebendige Arbeitergegend atmet heute eine andere, eine leisere Luft. Vuoksenniska war immer ein Ort des Schaffens, geprägt von den großen Industrien, den Fabriken und dem Fluss Vuoksi, der Leben und Energie brachte. Es war eine Arbeitergemeinschaft im besten Sinne. Und diese Gemeinschaft war lange Zeit international, auch wenn die Grenze immer nah war. In den Jahren vor 2022 wurde das Leben hier stark von unseren östlichen Nachbarn mitgestaltet. Zehntausende Russen hatten Wohnungen in Imatra und den umliegenden Städten gekauft. Für sie war Südkarelien ein zweites Zuhause, ein beliebter Ort für Wochenenden und den Sommer. Sie waren Teil des täglichen Lebens. Die russischen Schilder in den Geschäften, die Stimmen auf der Straße, die Touristen, die zum Shoppen oder Entspannen kamen. Es war eine Symbiose, die der lokalen Wirtschaft gut tat. Aber das hat sich schlagartig geändert. Die Russland-Sanktionen und die Schließung der Grenzen haben hier eine Lücke gerissen, die riesig ist. Das Geschäft mit den russischen Sommerhäusern ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Touristen aus dem Osten sind weg und mit ihnen ein wichtiger Pfeiler der lokalen Ökonomie. Viele der russischen Wohnungseigentümer, die hier lebten oder regelmäßig zu Besuch waren, sind in ihre Heimat zurückgekehrt, oft aus praktischen oder politischen Gründen. Und das macht sich bemerkbar. In den leeren Wohnblöcken, in den geschlossenen Cafés und kleinen Läden, die einst von diesem Verkehr lebten. Was früher ein Pendeln zwischen zwei Welten war, ist heute eine klare Trennung. Die Gemeinschaft steht vor einer neuen Realität. Steht Imatra vor dem Aus? Wohl kaum, aber es steht vor einer Neufindung. Die Herausforderung ist jetzt, diesen Verlust aufzufangen und das Potenzial der Stadt neu zu entdecken. Die Menschen, die blieben, sind eng miteinander verbunden. Die Natur, die Seen, die Wälder, die Nähe zum Saimer Seegebiet bleibt. Und das ist ein unschätzbarer Wert. Imatra und seine Stadtteile müssen jetzt lernen, sich weniger auf den Nachbarn im Osten zu verlassen, um mehr auf das eigene finnische Potenzial, auf den Tourismus aus dem Westen und auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die nicht nur von der Grenze abhängen. Es ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess.
Imatra ist damit mehr als nur eine Stadt an der Grenze. Es ist ein Brennglas, das auf eindringliche Weise zeigt, wie sich globale Politik direkt auf das Leben der Menschen in der Grenzregion auswirkt. Die Geschichte ist hier noch lange nicht zu Ende geschrieben. Es bleibt spannend zu beobachten, wie diese traditionsreiche finnische Stadt ihre Zukunft an der östlichen Grenze Europas neu gestalten wird. Alle die Orte, die wir gesehen haben, die verlassenen Einkaufszentren in den Vororten, die verlassenen Häuser, Geschäfte, die leere City, alle die haben eins gemeinsam: ihre Geschichte. Die Grenzschließung ist eine existenzielle Zäsur für diese Region. Im Jahr 2019 gaben russische Touristen in der Region Südkarelien noch rund 310 Millionen Euro aus. Die meisten davon für Einkäufe in Städten wie Imatra. Heutzutage ist das Ganze auf Null gesunken. Ein Riesenschaden für Wirtschaft und für die Staatskasse. Imatra hatte im Jahr 2014 noch 27.400 Einwohner. Und jetzt ist die Zahl um 3.000 gesunken. Die Meinung der Menschen, die hier leben, über die Grenzschließung ist gemischt. Die, die davon betroffen sind, wollen natürlich, dass die Grenze offen ist. Die Menschen, die weit weg wohnen, weit im Land rein, die interessiert das nicht. Die kennen das hier alles nicht. Die haben das noch nie gesehen. Ich habe einigen mal ein paar Fotos vorgelegt und sie waren geschockt. Viele wissen das gar nicht, denn die Zeitungen, die Medien, die schweigen auch hier. Es wird nichts darüber berichtet. Ich habe bei YouTube 2 Videos darüber gefunden, die allerdings schon was älter sind. Ich habe letztens, wie ich auf dem Trödelmarkt war, habe ich mit einigen Leuten gesprochen über die Grenzschließung und dass es in Imatra still ist und ihnen auch erzählt, dass ich Finnland-Videos mache. Und man hat mich doch gebeten, mal hier drüber ein Video zu machen. Mal die Wahrheit zu zeigen, der Welt die Wahrheit, euch allen mal, wie es aussieht, wie die Realität aussieht. Die wirtschaftlichen Folgen für das Land sind enorm. Die bekommen wir schon lange zu spüren. Gerade im Sozialsystem sind Einsparungen vorgenommen worden. Und da fragt man sich, wofür gibt es hier überhaupt noch ein Sozialsystem? Die Ärmsten der Armen hat es am schlimmsten getroffen, wie es immer so ist. Und die Leute, die gut Geld haben, die sind natürlich gegen eine Öffnung. Denen tut ja nichts weh. Die haben ihr Frühstück morgens am Tisch, die müssen sich keine Gedanken machen um ihr Essen und alles. Aber die armen Leute, die wissen gar nicht mehr, wovon sie leben sollen. Das war's für heute. Mal wieder ein etwas anderes Video. Hinter mir könnt ihr noch einen Blick auf die alte Grenzstation werfen. Hier war ich vor über 20 Jahren mal. Und wenn ihr mal an die Grenze fahrt, dann passt auf und haltet euch an diese Schilder. Sonst kann es sehr teuer werden. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bleibt gesund und munter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Abo, Daumen, hey, hey.